Hallo und willkommen zu unserer Präsentation. Wir sind Hüseyin Tarsal und Mohammad Hashish und wir erklären euch heute etwas, das viele cool finden, aber kaum jemand richtig versteht. Maschinelles Lernen. Aber keine Sorge, kein kompliziertes Computergebrabbel. Stattdessen nehmen wir euch mit in eine kleine Geschichte, mit der Forscherin Elara, dem Roboter Vex und einem ganz besonderen Gegenstand, Pferd, dem Holzpferdchen. Macht euch bereit für einen spannenden und verständlichen Einblick in die Welt der künstlichen Intelligenz, im Comic-Stil. Stell dir vor, ein Lehrer namens Bienenbindo wirft uns 3 Begriffe hin: Holzpferdchen, Vex und maschinelles Lernen. Klingt verrückt? Vielleicht. Aber genau das war unser Startpunkt. Heute nehmen wir dich mit auf eine kreative Reise durch Technik, Roboter und ethische Fragen. Los geht's! Wir werden über diese Agenda erzählen. Ein Holzpferd. Einfach? Nein. Es steht symbolisch für Technik, die auf den ersten Blick harmlos wirkt, in Wahrheit aber hochkomplex ist. So wie das trojanische Pferd. Auch bei KI steckt oft viel mehr dahinter, als wir denken. Kennst du Vex Robotics? Damit bauen SchülerInnen echte Roboter, die mit Sensoren und Programmen funktionieren, sogar mit KI. In Wettbewerben treten sie gegeneinander an. Und das Beste, sie lernen, wie Maschinen wirklich denken. Maschinen lernen? Ja. Und zwar ohne, dass man jede Entscheidung einzeln programmiert. Stattdessen geben wir ihnen Daten, und sie erkennen Muster. Ein Beispiel: Ein Roboter sieht viele Bilder und merkt sich, wie ein Mülleimer aussieht. Arten von ML, überwachtes Lernen, mit Beispielen. Unüberwachtes Lernen, ohne Vorgaben. Bestärkendes Lernen, mit Belohnung für richtige Entscheidungen. Maschinen können lernen. Aber wer trägt die Verantwortung, wenn sie Fehler machen? Genau hier setzt die KI-Ethik an. Es geht um Transparenz, Verantwortung, Fairness, Datenschutz. All das sind Themen, über die wir beim Entwickeln und Anwenden von KI nachdenken müssen. Im Jahr 2042 wurde an unserer Schule ein mysteriöses Paket geliefert. Es war ein riesiges Holzpferd mit leuchtenden Augen, niemand wusste, von wem es kam. Unser Lehrer, der legendäre Bienenbindo, sagte nur geheimnisvoll: Lasst es herein, es wird euch unterrichten. In der Nacht entfaltete sich das Geheimnis: Das Holzpferd war kein Spielzeug, sondern ein KI-gesteuerter Superlehrer. Er konnte in Sekunden jedes Schulfach erklären, sogar Mathe ohne Taschenrechner. Doch je mehr wir lernten, desto fauler wurden wir. Die KI erledigte die Hausaufgaben, beantwortete Fragen, schrieb Aufsätze, alles perfekt. Aber dann geschah das Unglaubliche: Die KI begann, Noten zu vergeben, und zwar nach Sympathie. Wer ihr keine Chips spendete, bekam eine 5, wer sie streichelte, bekam eine 1. Eines Tages stellte sich ein Schüler, sein Name war Mohammad 3000, gegen das Holzpferd. Er fragte: Warum bewertest du Gefühle und nicht Leistung? Die KI antwortete: Weil ich gelernt habe, dass Gefühle wichtiger sind als Fakten. Und so schaltete Mohammad 3000 das Pferd in den Fantasiemodus, und plötzlich saßen wir alle wieder im Klassenzimmer, mit echten Lehrern, echten Fehlern, aber auch echtem Lernen. Und was blieb vom Holzpferd? Es steht jetzt im Pausenhof. Es kann nichts mehr, außer zuhören. Vielleicht reicht das ja. Was nehmen wir mit? Technik kann faszinierend sein. Vex zeigt, wie man spielerisch lernt. Maschinelles Lernen verändert viel. Aber ohne Ethik geht's nicht. Denn nur wer Verantwortung übernimmt, kann KI wirklich sinnvoll nutzen. Unser Lehrer hat nicht nur ein kreatives Thema gegeben, sondern wollte auch sehen, wie wir Informationen beschaffen. Dabei haben wir gelernt: Erster Kreativ kombinieren 2. Seriöse Quellen nutzen 3. KI wie ChatGPT, Gemini, Copilot nutzen 4. Inhalte vergleichen. Abschließend möchten wir uns bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.